das ist die Tamara, das ist die Carla und ich bin der Max und das ist unser ausgebautes Containerhaus. Wir sind jetzt im ersten Container und haben hier unsere Küche, unseren Wohnbereich quasi. Genau, hier haben wir überall unsere Küchenutensilien und einen Ofen, Kühlschrank, Gefriertruhe und auch eine Spülmaschine jetzt sogar. Und ja, wir haben, wie man sieht, es versucht so zu bauen, dass wir möglichst viel Stauraum haben und quasi alles, die Möbel so eingepasst, dass das in den Container zu integrieren ist. Genau. Wenn wir jetzt hier weitergehen, da sieht man mal, wir haben hier noch ein bisschen Stauraum und auch unsere Technik alles so verbaut und versteckt, dass man das nicht von außen sieht, aber man nach wie vor an alles rankommt. Und in dem Bereich hier vom Container, in dem vorderen Bereich, ist eigentlich wie so, ja, ich sag mal, unsere Nutzräume. Da haben wir unsere Waschmaschine, unsere Toilette, Heizung, Gasschrank und so weiter. Das ist unsere Trockentoilette hier, haben wir hier verbaut. Darunter ist unsere Heizung und hinter der Toilette wird unser Wasser erhitzt, auch mit Gas. Das ist eigentlich aus dem Ärger entstanden über deutsche Bürokratie so ein bisschen, weil eigentlich wollten wir eine Wohnung ausbauen und dann gab es aber unglaublich viele Vorschriften und wir wollten aber so eine Loft eigentlich haben. Es wurde dann nicht genehmigt und obwohl wir alle Unterschriften der ganzen Nachbarn und sowas gesammelt haben, aber es lag halt an einer Person, das nicht genehmigt wurde. Und dann haben wir uns halt irgendwie so drüber aufgeregt und haben gesagt, ja okay, eigentlich, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, weil so an einem Ort zu leben, ist für mich zum Beispiel auch voll das bedrängende Gefühl, dass ich jetzt das fest sein müsste für die nächsten 20 Jahre mindestens. Und ja, und da kamen wir dann irgendwie auf die Idee, vielleicht einen Container auszubauen. Am Anfang war es ein Container, ja, und bis wir erfahren haben, dass ich eben schwanger bin, haben wir gesagt, okay, vielleicht brauchen wir doch einen zweiten Container. Und dann hat der Max ist an die Planung gegangen, da war ich auf Weltreise in der Schwangerschaft. Ja, und dann hat er die ganzen Planungen gemacht und Zeichnungen in der Zeit. Ja, und als die Carla auf die Welt kam, einen Monat später, fing das ganze Projekt dann an. Genau, Toilette. Dann ist hier auch wieder eine Garderobe. Und auf der Seite, wenn man aufmacht, haben wir dann quasi unsere Waschkammer. Dann können wir trocknen auch hier und quasi alle unsere Haushaltsutensilien sozusagen unterbekommen. Wir müssen quasi hier auch darauf achten, dass wir überhaupt gar keine biologischen oder keine chemischen Abfälle haben, chemisches Abwasser haben und wir achten halt darauf, dass wir wirklich alle Materialien oder alle Reinigungsmittel, die wir verwenden, dass die ökologisch abbaubar sind. Und das haben wir auch komplett durchgezogen, also selbst die Tabs, die wir in der Spülmaschine verwenden, sind biologisch abbaubar. Das ist quasi momentan das Spielzimmer von der Carla und auch hier mit Wickeltisch und allem drum und dran. Hier sind unsere Kleiderschränke. Haben wir hier 2 Stück, Tamara und für mich. Dann stehst du hier auch auf Stauraum momentan. Die ganzen Platten, die man hier sieht, die kann man abheben. Da sind dann unsere Neoprenanzüge und so weiter. Alles, was wir jetzt quasi saisonal brauchen, ist da verstaut. Und das hier ist auch nochmal ein Schrank. Den kann man öffnen mit so Tip-On-Platten. Da haben wir auch ein paar T-Shirts, Hosen und so weiter drin. Hinter diesen Gummibändern, damit es nicht rausfällt, wenn man aufmacht. Und der Schrank ist aber auch gleichzeitig eine Tür. Sprich, deswegen kann man den hier eben zumachen. Und es ist wieder ein eigener Raum und hier geht es dann in unser Badezimmer rein. Und das Badezimmer, das haben wir aus einem Stück Stahl, aus Cortenstahl gefertigt. Der rostet an und versiegelt sich dadurch dann selber. Und somit haben wir keine Silikonfugen oder irgendwas, was quasi extrem gewartet werden muss oder was man mal austauschen muss, sondern das hält jetzt echt für immer. Muss man lediglich irgendwie 2 bis 3 Mal ölen im Jahr und dann ist das fix. Wir leben komplett autark, also wir haben unseren eigenen Brunnen auch. Das Wasser ist auch klar, wobei wir es derzeit noch nicht trinken, weil wir es noch testen lassen müssen auf Trinkbarkeit. Und haben unsere Solaranlage eben. Genau. Funktioniert auch alles gut. Unser Abwasser filtern wir selber durch eine Kläranlage, die der Max quasi gebaut hat, unterirdisch, mit verschiedenen Gesteinsschichten. Genau. Und alle Produkte, die wir verwenden, sind eben biologisch abbaubar, also dass wir keinen Fußabdruck, keinen negativen hinterlassen. Ja, derzeit müssen wir halt auch gucken wegen Solarstrom, weil es ja alles über Solar betrieben und wir haben ja Gefrierschrank, Kühlschrank, Spülmaschine und alles, Waschmaschine. Ja. Also einen Trockner würden wir nie laufen lassen jetzt. Nee, haben wir sowieso noch nie laufen lassen, glaube ich, außer nur in Deutschland. an Feststrom. Ja, genau, da haben wir es noch laufen lassen. Ja, das ist halt autark. Ich meine, wir haben halt einen gewissen Speicher, da haben wir natürlich auch gespart. Also wir haben das so abgestimmt, dass das zu dem
zu dem Konzept passt. Aber wenn es jetzt mal 3-4 Tage keine Sonne hat, dann muss man halt die Geräte, die richtig verbrauchen, sprich Spülmaschine, Waschmaschine, sparen. Kühlschrank und so weiter können wir alles weiterlaufen lassen, weil wir trotz auch bei schlechtem Wetter so um die 300 Watt in der Stunde produzieren und das ist halt, reicht ja für den, sag ich mal, für alle normalen Sachen wie Licht und so weiter. Also hier quasi, genau, das ist unser, ich sag immer, das ist der Luxuscontainer, weil hier ist eigentlich alles drin, was man jetzt nicht zum Überleben braucht, aber was man halt gerne hätte. Und deswegen ist das hier unser Wohnzimmer mit einem kleinen Fernseher und hier haben wir noch so eine Lounge, wo man mal lesen kann und mit dem großen Fenster auch schön rausgucken kann. Und quasi aber auch gleichzeitig unser Büro, weil wir in dem Schrank dann noch unseren Drucker und so weiter haben. Sprich, hier wird gelebt, gearbeitet und ja, Freizeit auch. Ja. Genau. Das ist quasi das hier und wenn man dann hier durchgeht, kommt man in unser jetziges Wohnzimmer und auch in unser jetziges Schlafzimmer und auch Carlas Schlafzimmer momentan. Und das wird dann später eben mal umgewandelt in Carlas Zimmer, dass hier quasi auch ein Kind dann aufwachsen kann und ihr eigenes Zimmer hat. Und das ist ja schwierig auf dem kleinen Platz, dass man so ein bisschen Entfernung auch hat voneinander mal. Also die Container haben wir auch aus Deutschland. Das ist quasi einmal verschifft worden aus dem Hamburger Hafen. Und auch der Kubus und so ist alles aus dem Allgäu, quasi aus Bayern gemacht. Und den ganzen Innenausbau hat der Max alles selber gemacht, gefertigt. Und er hat dafür, letztes Jahr September hat er angefangen, da kamen die Container an. Und dann war es September, Oktober, November, Dezember. Und im Januar sind wir eingezogen. Also 5 Monate hat er Nachtschichten eingelegt und das gebaut, quasi den ersten Container. Der zweite war da noch nicht fertig. Und dann haben wir erstmal probeweise in Deutschland gelebt, bei minus 18 Grad. Also das war schon eine echt harte Probezeit, aber es hat funktioniert. Dann haben wir quasi die richtig Kälte mal mitgenommen und hier dann die richtige Hitze noch. Hier kommt dann, ist eine Schiebetür drin dann. Die ist jetzt noch nicht drin, die ist noch nicht fertig. Aber da kommt so eine, die wollen wir halt geschallgedämmt machen. Die kannst du dann quasi rausziehen und dann ist das schon ein komplett eigener Raum. Sodass man auch hier mal im Wohnzimmer sitzen kann und einen Film angucken kann, während die Kleine hier schläft. Und dann, das ist quasi das, was wir gerade alles ausklamüsern, so, um das Konzept wirklich so aufzubauen, dass jemand, der das vielleicht mal kauft, dann auch sieht, okay, das kann man so und so einsetzen. Ja, der Ofen, das ist quasi unser neuestes Projekt, weil wir den zweiten Container ja quasi nicht heizen können, weil wir die Heizung im anderen Container gebaut haben. Und da mussten wir natürlich darauf achten, nachdem das ja hier massives Holz ist, können wir mit dem Ofenrohr nicht einfach direkt durchgehen, sondern mussten noch einen Kasten vorher ausschneiden, der dann wieder gefüttert ist mit einer nicht brennbaren Steinwolle und so weiter. Und um das Ganze natürlich auch sicher zu gestalten. Ja, und jetzt haben wir bald Wärme in unserem neuen Ofen hier. Ja. Ich finde, der heizt jetzt schon ganz gut. Ja. Merkt man schon. Unter anderem mit den Regalen verdienen wir jetzt quasi gerade unseren Lebensunterhalt. Da über meine Firma vertreibe ich die und habe sie auch entworfen. Und im Endeffekt ist es eigentlich so, wir möchten da ein möglichst filigranes Gestell haben, das immer aus denselben Elementen besteht. Sprich, in dem Fall ist es dieser pulverbeschichtete Stahl. Und da haben wir dann natürlich Materialien dazu, wie die Eiche hier. Und man kann das flexibel, beliebig zusammenstecken in der Höhe und auch in der Breite und kann damit eigentlich sich bauen, was man möchte. Und unter anderem haben wir dann eben zum Beispiel auch noch den Tisch dazu entworfen, der steht da hinten. Der besteht auch wieder aus diesen Metallstäben, auch aus Eichenelementen. Das sind die gleichen Stäbe, die man jetzt auch fürs Regal verwenden kann. Und somit ist eigentlich jeder, der sowas hat, kann dann flexibel auf seine Wohnsituation halt darauf eingehen. Ja. Wir müssen natürlich noch alles ein bisschen perfektionieren. Das merkt man, wenn man erst drin lebt. Einfach was da besser gelaufen wäre. Zum Beispiel haben wir anfangs einfach eine Wohnmobilheizung hier eingebaut, so eine Truma. Und das war jetzt im Nachhinein, ist das einfach ein Schwachsinn gewesen. Das würden wir auch so nicht mehr empfehlen und würden wir auch nicht mehr machen. Das sind so Erfahrungswerte einfach, die wir jetzt so gesammelt haben. Ja, das war die erste Tat, die wir hier quasi vorgenommen haben. Da hatten wir noch nicht mal die Container da. Wir mussten 6 Wochen auf die Container warten, weil hier keiner reinfahren konnte, weil der Boden noch zu matschig war. Und dann haben wir hier im Bus gewohnt erst und gewartet und haben dann einfach beschlossen, die Photovoltaikanlage jetzt schon hier außerhalb aufzubauen, weil wir halt auf den Container noch nichts machen konnten. Ursprünglich war der Plan, die auf die Container zu setzen. Kann ja auch Sinn machen, aber das ist jetzt quasi den Umständen entsprechend dann
halt viel. Aber im Grunde wäre auf den Containern reichlich Platz, um das direkt auch kompakt da drauf zu bauen. Ja, so, und das ist quasi unsere, wie soll ich sagen, unser Kraftwerk. Da haben wir 2 Wassertanks, da pumpen wir das Wasser aus einem alten Steinbrunnen, der hier schon auf dem Gelände war, immer ab. Da haben wir dann so 1200 Liter Brauchwasser. Dann haben wir hier so ein Wasser, das nennt man Hauswasserwerk. Das baut uns quasi den Druck auf, sodass wir immer auf der Leitung Druck haben in den Containern. Also der wird quasi aus den Tanks gespeist und baut hier den Druck auf. Und alles andere, was man hier sieht, die beiden Geräte und das hier sind unsere Akkus, unsere Speicher, die erzeugen dann den Strom und speichern den Strom. Das sind quasi 12 mal 270 Watt Peak. Also sprich, wir kommen so im Schnitt auf 3000 Watt, 3 kW, aber wir haben, ich würde sagen, was wir wirklich tatsächlich so mittags erzeugen, sind so maximal 1800 bis 2000 Watt. Das kommt aber daher, dass wir die Paneele waagrecht gelegt haben und nicht Richtung Süden aufgewinkelt haben, damit wir einen längeren Einfall haben von der Sonne und nicht so eine hohe Peakzahl über die Mittagszeit. Ja. Dadurch fangen wir halt schon früher am Tag das Laden an. Und haben auch schon früher am Tag mehr Strom, als wir sonst hätten. Wir haben 1,5 Hektar Land, das ist viel mehr, als wir anfangs dachten, dass wir hier bekommen würden. Also damit haben wir gar nicht gerechnet. Und wir haben gesagt, wir wollen das natürlich auch irgendwie nutzen. Und Permakultur ist halt einfach ideal, weil wir sind kein Fan von Monokulturen, weil du musst jedes Jahr irgendwas Neues anlegen. Also wenn wir jetzt Getreide oder so pflanzen. Und wir haben halt hier viele Freunde, die Permakultur auch betreiben oder auch betreiben wollen und das ist einfach ein sehr interessantes Thema und das wollen wir hier auch aufbauen. Ab Januar legen wir damit quasi los. Ja, wir haben hier auch überall Starkmagnete, dass sie beim Transport quasi auch nicht aufgehen. Den Ofen haben wir jetzt erst seit einem Monat und ich bin so dankbar. Ständig immer irgendwas zu kochen, was man nur auf dem Herd kochen kann, ist echt keine Aufläufe oder sonst was. Wir haben quasi hier diesen Zwischengang erst vor 2 Wochen gemacht, diese Überdachung und den Windschutz. Und das war jetzt schon, als es angefangen hat zu regnen und man musste immer durch den Regen eigentlich in einen anderen Container rüber und man hat immer irgendwie Dreck mitgebracht. Da habe ich schon gedacht, boah, so eine einfache Wohnung wäre manchmal schon besser. Aber jetzt, seit wir das haben, ist echt, fühlt sich an wie noch ein Raum irgendwie dazwischen und man kommt trockenen Fußes in einen anderen Container. Also wir haben da jetzt quasi 100.000 Euro in beide investiert. Diese Prototypen sind quasi jetzt richtig hoher Standard. Man kann da an so viel sparen, besonders an den Fenstern zum Beispiel. Wir haben da alles Maßanfertigung machen lassen, weil wir große Fenster haben wollten und so. Oder hier das Landzogen, das ist ja alles keine Maßfenster gewesen. Und da kann man zum Beispiel richtig sparen. Weil wir haben ja auch diese riesige Badewanne zum Beispiel, dass ultra viel Stahl ist, verbaut oder so. Das sind natürlich hohe Kostenfaktoren gewesen. Oder hier das ganze Holz. Also da kann man schon in vielen Ecken und Ecken sparen.